guys, you're watching GermanGyan. My name is Nidhi Jain and guys, I just want to wish you a very happy Diwali. So this Diwali, GermanGyan has come up with a new video, and this video is very different with the earlier video. So in this video we're gonna tell you the story of Ramayana, the Lord Rama story in German language with proper animation. So I hope it will be super fun for you. Make sure to watch this video till end, because in this video you're gonna learn a lot of new vocabulary, a lot of new content, new sentence structures, a lot of new things. So make sure to watch this video. And if you are watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I am a CEO and the founder of GermanGyan. GermanGyan is a one-stop solution to make you expert of German language. We do provide online and offline classes. Plus, we do provide teacher training program, exam preparation, module practice, and whatever you can think around German. GermanGyan is a one-stop solution. So make sure to watch this video till end, and we'll catch you in the end of the video. Let's start the video, and once again a very happy Diwali. Die Geschichte von Diwali, die Rückkehr von Lord Ram. Vor langer Zeit lebte im alten Königreich Ayodhya ein edler und tugendhafter Prinz namens Lord Ram. War die 7. Inkarnation von Lord Vishnu und wurde von allen für seinen unerschütterlichen Einsatz für Wahrheit, Pflicht und Rechtschaffenheit verehrt. Rams Leben spiegelte die idealen Werte von Tapferkeit, Ehre und Loyalität wider und machte ihn zu einer geliebten Figur in den Herzen der Menschen. Die Verbannung von Ram. Doch eines schicksalhaften Tages änderte eine tragische Wendung der Ereignisse alles. König Dashrath, Rams Vater, hatte beschlossen, ihn zum König von Ayodhya zu krönen. Diese Entscheidung löste beim Volk Freude aus, aber auch Eifersucht bei einer der Frauen des Königs, Königin Keki. Sie wollte, dass ihr eigener Sohn Bharat König wird. Aus Eifersucht manipulierte sie König Dashrath, Ram für 14 Jahre ins Exil zu schicken und verlangte, dass Bharat zum König gekrönt werden sollte. Trotz des gebrochenen Herzens akzeptierte Ram den Befehl seines Vaters ohne zu fragen und verkörperte die Werte von Dharma und Gehorsam. Seine Frau Sita und sein treuer Bruder Lakshman begleiteten ihn in den Wald und bewiesen damit ihre unerschütterliche Unterstützung und Liebe. Leben im Wald. Das Trio verbrachte seine Tage in den Wäldern, lebte in Harmonie mit der Natur und genoss die Gesellschaft des jeweils anderen. Ihr friedliches Leben wurde jedoch gestört, als der fruchterregende Dämonenkönig Ravan, der über das ferne Königreich Lanka herrschte, Sita entführte. Ravan war mächtig und gerissen und lockte Sita weg, während Ram und Lakshman weg waren. Verzweifelt über den Verlust von Sita war Lord Ram entschlossen, sie zu retten. Mit Hilfe seines treuen Bruders Lakshman und einer treuen Affenarmee, die von mächtigen Hanuman angeführt wird, machen sie sich auf den Weg, um Ravan zu besiegen und Sita zurückzubringen. Die epische Schlacht. Die Reise war voller Herausforderungen, aber Ram und seine Verbündeten
meisterten jedes Hindernis mit Mut und Entschlossenheit. Auf ihrem Weg fanden sie mächtige Verbündete, darunter den mächtigen Hanuman, der eine entscheidende Rolle bei ihrer Mission spielte. Mit Hanumans Hilfe fanden Ram und Lakshman Sita, die in Ravanas Palast gefangen gehalten wurde. Die Bühne war bereitet für einen epischen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Ram und Ravan trafen in einer erbitterten und legendären Konfrontation aufeinander. Der Kampf wütete tagelang, wobei beide Seiten unglaubliche Stärke und Geschicklichkeit bewiesen. Mit Hilfe göttlicher Pfeile und dem Segen der Götter besiegte Lord Ram schließlich Ravan, beendet seine Tyrannei und rettete Sita. Die Rückkehr nach Ayodhya. Nachdem Sita gerettet und seine Pflicht erfüllt hatte, machte sich Lord Ram zusammen mit Sita und Lakshman auf den Rückweg nach Ayodhya. Als sie sich dem Königreich näherten, waren die Menschen, die endlich auf die Rückkehr ihres geliebten Prinzen gewartet hatten, von Freude und Aufregung erfüllt. Die Nachricht von Rams Sieg und der sicheren Rückkehr von Sita verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Straßen. Zur Feier dieses bedeutsamen Ereignisses zündeten die Bürger von Ayodhya Tausenden von Öllampen an, die die ganze Stadt in ein warmes und einladendes Licht tauchten. Sie schmückten ihre Häuser mit Blumen und läuteten Glocken, um eine Atmosphäre der Festlichkeit und Freude zu schaffen. Der Nachthimmel funkelte mit Lichtern und symbolisierte den Sieg des Guten über das Böse und die Rückkehr von Hoffnung und Glück. Das Lichterfest. Dieser Tag der Feierlichkeiten wurde unter dem Namen Diwali, dem Lichterfest, bekannt. Er erinnert an die Reise von Lord Ram und an die Werte, die er verkörperte: Wahrheit, Rechtschaffenheit und die Kraft der Liebe. Diwali symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit, des Wissens über die Unwissenheit und des Guten über das Böse. Auch heute noch kommen an Diwali Familien zusammen, um mit fröhlichen Festen zu feiern, Süßigkeiten zu teilen und Öllampen anzuzünden, um das Vermächtnis von Lord Ram zu ehren. Ein Feuerwerk erfüllt den Himmel und der Geist der Zusammengehörigkeit erfüllt Häuser und Herzen. Fazit: Das ist die schöne Geschichte von Diwali, die Rückkehr von Lord Ram, ein Fest des Lichts, der Liebe und der ewigen Wahrheit, dass das Gute immer über das Böse siegen wird. Mögen die Lichter von Diwali dein Leben mit Glück, Wohlstand und der Wärme von Familie und Freunden erhellen. Guys, I hope you loved the whole story in German language with proper explanation, lots of new vocabulary and different sentence structure. I hope you are loving it. Make sure to shower lots of love to this video. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with GermanGyan. Take care. Cheers. Happy Diwali.